Hallo, mein Name ist Jörn Hartung. Ich arbeite bei der Siemens AG als Ingenieur in der Forschung und Entwicklung und stelle Ihnen heute den Zukunftsraum Energie vor. Wir benutzen ihn für unsere Arbeit an der Forschung von nachhaltigen Energiesystemen, um unsere Inhalte verständlich und interessant zu machen. Wir bieten die Vorstellung für verschiedene Besuchergruppen an. Das können Schüler sein, das können Studierende sein, Kollegen, Management, Kunden, die interessierte Öffentlichkeit und Entscheider aus der Politik. Generell die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen. Wir machen das jetzt im Rahmen des Ensure-Projektes, wo es darum geht, das Stromnetz für die Zukunft fit zu machen und dort die Zusammenhänge möglichst interessant zu erklären. Wir haben für die Präsentation 5 Spiele, von denen wir heute mehrere spielen werden. Zunächst kurz zur Technik. Wir verwenden von Interactive Scape die Scape-X-Technologie. Das heißt, wir haben ungefähr 20 Objekte insgesamt für die Spiele zur Verfügung, die wir in verschiedenen Spielen unterschiedlich einsetzen können. Und diese Interaktion schauen wir uns jetzt im ersten Spiel an, das heißt Energy Home. Da geht es darum, eine Selbstreflexion herzustellen, dass die Besuchenden feststellen, das ist jetzt nicht das Thema Energie, von dem immer viel gesprochen wird, sondern da betrifft es genau mich. Es geht nämlich darum, verschiedene Haushaltsgeräte, zum Beispiel ein Geschirrspüler, ein Aufladen des Telefons, eine Waschmaschine, ein Wasserkocher, ein Kühlschrank und ein Fernseher am Stromverbrauch zu erkennen. Und zwar nicht nur am reinen Verbrauch, sondern daran, wie das Lastprofil aussieht. Das heißt, wie wird der Strom über die Zeit eines typischen Programmes aus dem Netz bezogen. In einem Lastprofil ist zu sehen, welche Leistungsaufnahme über eine Zeit erfolgt und wie hoch die Leistung zu einer bestimmten Zeit ist. Ringsherum nochmal visualisiert ist der Energiebedarf einer typischen Anwendung, das heißt, wenn man ein Programm zum Beispiel startet. Die Objekte werden jetzt von den Besuchenden in die Hand genommen und sie sollen dann in der Gruppe herausfinden, welches Gerät gehört zu welchem Lastprofil. Zum Beispiel das Lastprofil vom Kühlschrank. Schaut man sich dann an, was könnte das sein? Läuft das den ganzen Tag? Läuft das nur 2,5 Stunden? Braucht er ungefähr 10 Watt oder braucht er 2000 Watt? Auch wie ist der Energiebedarf im Vergleich zu anderen Geräten? Und so kommt relativ schnell raus, ja, der läuft wahrscheinlich den ganzen Tag. Geht immer an und aus, je nachdem, wie die Temperatur im Innenraum ist, wie viel gekühlt werden muss. Und genau, die Leistungsaufnahme beträgt 40 Watt. Das ist, sag mal, für einen Menschen noch ganz locker leistbar. Beim Fernseher kommt dann häufig auch schon die richtige Antwort. Es kommt darauf an, wie groß er denn ist. Das heißt, man schaut sich so die Leistungsbereiche an, die jetzt nach dem Kühlschrank noch übrig sind. Für 2000 Watt, ja, das ist dann schon ein recht großer Fernseher. Mit 10 Watt werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Auch 2 Minuten lang Fernseh gucken wird es nicht sein. Bleibt unten rechts ungefähr 3 Stunden als typische Fernsehdauer und ungefähr 100 Watt. Der Teekocher, der hat ja die Aufgabe, möglichst schnell das Wasser zum Kochen zu bringen. Das heißt, mit 3 Stunden wird da wahrscheinlich eine gewisse Unzufriedenheit eintreten. Mit 2 Minuten kommt das Ganze schon eher hin. Die Waschmaschine, schon bekannt als großer Energieverbraucher, wird häufig diesen beiden mittleren Punkten zugeordnet. Häufig kommt auch die Antwort, dass es der untere ist, weil am Ende ja 2 große Spitzen vom Schleudern sind. Da gibt es dann jetzt mal eine rote Warnung. Das ist nicht richtig, sondern der hier oben ist es. Das heißt, das Aufheizen ist der interessante Punkt. Die Schleudervorgänge am Ende sieht man zwar, sind aber keine großen Energieverbraucher. Bleiben noch 2, Geschirrspüler und Handy. Da kommt man dann schnell hin, das Handy wird wohl weniger Strom verbrauchen als der Geschirrspüler. Und damit hat man die Geräte auch schon zugeordnet. Typischerweise in der Gruppenarbeit, dass sich die Gruppe kennenlernt, auch reflektiert, was wissen sie denn über Energie und Leistung, wie hängt das zusammen, was ist viel, was ist wenig. Und diese, Gruppenkenntnis brauchen wir jetzt auch im zweiten Schritt, wo es darum geht, zu überlegen, wie flexibel diese Haushaltsgeräte dann jetzt eingesetzt werden könnten, um zum Beispiel Strom dann zu nutzen, wenn er grün und günstig ist, beziehungsweise sogar aus einer eigenen Photovoltaikanlage kommt. Und das machen wir über diese
Einteilung in 5 verschiedene Felder. Das heißt, ist der Prozess gar nicht flexibel. Bis zu 3 Stunden, zwischen 3 und 12 Stunden, 12 bis 24 Stunden oder sogar länger als einen Tag. Das sind die Möglichkeiten, die es dort einzuteilen gibt. Die Besuchenden diskutieren üblicherweise, wovon hängt es ab, wie flexibel so ein Prozess ist. Das heißt, habe ich die Möglichkeit, Sachen zu speichern, wie es zum Beispiel mit Geschirr ist. Also da habe ich vielleicht einen Schrank, wo noch Geschirr drin ist. Könnte ich den später starten? Wie sieht es aus beim Teekocher? Da ist häufig so die Antwort, dass man sagt, den möchte ich schon dann trinken, wenn ich ihn brauche und nicht 3 Stunden später, nur weil der Strom dort günstiger ist. Beim Fernseher häufige Antwort, dass es dort genauso ist. Man kann das vielleicht streamen, aber die Zeit, wann man es guckt, ist dann doch fest. Beim Kühlschrank kommt die Frage, ist er denn automatisiert? Wie viel Speicher hat er denn drin? Wie lange hält denn die Kühlung? Üblicherweise mit den klassischen Kühlschränken, die verbaut sind, wandert der auch nach ganz links, dass es nicht flexibel ist. Bleibt die Waschmaschine, dort eine ähnliche Fragestellung, wie viel Speichermöglichkeit habe ich denn, welche Auslastung habe ich denn, wie viele Personen leben im Haushalt, habe ich Restriktionen Richtung der Uhrzeit, kann ich sie zum Beispiel nicht nachts laufen lassen. Generell wird sie schon als flexibler eingeschätzt, insbesondere bei Studierendenbesuchen, die vielleicht noch nicht so viele Personen im Haushalt haben, kann man auch mal sagen, ja, die kann ich auch den nächsten Tag anstellen. Geschirrspüler meistens ein bisschen eingegrenzter, aber schon ein paar Stunden flexibel. Beim Telefon merkt man schon beim Schieben, dass es eigentlich egal ist, wann ich das lade, weil der Energiebedarf so gering ist. Genau. Bei dieser Diskussion haben wir festgestellt, dass das Publikum selbstständig die Randbedingungen von Flexibilität diskutiert. Das heißt, lohnt es sich? Kann ich es automatisieren? Habe ich einen Speicher? Wie hoch ist die Auslastung? Und das sind eigentlich auch die technischen Parameter, mit denen wir in Projekten arbeiten. Genau, die Auswertung zeigt uns jetzt an, wie viel Energie wie flexibel ist. Das heißt, in diesem Falle haben wir 47% der Energie, die mehr als einen Tag verschiebbar wäre. 29% ungefähr 12 bis 24 Stunden und lediglich 24% sind nicht flexibel. Mit dieser ersten Erkenntnis gehen die Besuchenden dann in die weiteren Spiele. Wichtig ist eben hier zu verstehen, was meinen wir mit Flexibilität, also nicht ein zwischendurch an Ausschalten, sondern ein gezieltes Verschieben, um das es hier geht, mit der Motivation, möglichst viel erneuerbare Energie zu nutzen. Soweit war das Energy Home schon vor einigen Jahren. Wir haben es jetzt ein bisschen erweitert, wenn wir Richtung Dekarbonisierung im Haushaltssektor denken. Das heißt, wir installieren zum Beispiel Wärmepumpen zur Beheizung des Gebäudes, der üblicherweise der größte Energiebedarf ist. Da sieht man schon im Verhältnis, die Wärmepumpe ist deutlich größer als alles andere zusammen. Auch hier sehen wir ein typisches Lastprofil. Auch hier kann diskutiert werden, für wie flexibel halten wir denn den Prozess. Die üblichen Antworten sind, es kommt drauf an. Unter anderem, wie kalt ist es draußen, wie gut ist das Haus isoliert, welchen Komfortanspruch habe ich, welche Leistung hat die Wärmepumpe, machen die Besuchenden regelmäßig sehr gut selbst. Das E-Auto als zusätzliche Last, nochmal größer, hier sind ungefähr 300 Kilometer drin. Auch hier die Diskussion, wie flexibel wäre der Prozess, und man sieht relativ schnell, dieser Aufladeprozess bestimmt zusammen mit der Wärmepumpe eigentlich das gesamte Bild. Schlussfolgerung daraus ist, wenn Elektrifizierung stattfindet des Wärme- und Verkehrssektors, macht es spätestens Sinn, sich über Flexibilität zu unterhalten. Man kann das aber auch gern schon früher machen. Genau, das ist das Energy Home. Es gibt mittlerweile eine Verbindung zum Alltag. Es gibt dynamische Strompreise, wo man genau diese Anwendungen dann auch entsprechend starten kann, um damit sich günstiger mit Strom einzudecken und ökologischer zu verhalten. Das nächste Spiel heißt Energy Tetris. Und hier haben wir eine Woche, die wir betrachten, Montag bis Sonntag. Die Woche hat eine Zeitlinie, das ist hier oben der erneuerbare Energienanteil als EE-Quote beschriftet, wo man sehen kann, dass er tagsüber höher ist als zum Beispiel nachts und zum Beispiel an den Wochenendtagen hier noch höher ist als an den anderen. Wir haben vereinfachte Lastprofile, die so ein bisschen den Tetris-Steinen nachempfunden sind, die wir jetzt über die Woche schieben können. Das Ziel wird sein, dass wir die Lasten so verschieben, dass wir einen möglichst hohen erneuerbaren Energienanteil nutzen können.
Dabei müssen wir beachten, dass wenn Lasten übereinander geschoben werden, die aufgestapelte Höhe nicht über das Spitzenlastlimit gehen darf, weil sonst, vereinfacht gesagt, die Sicherung dann auslösen würde. Und das Verschieben kann eben über Multitouch, das können mehrere Besuchende gleichzeitig machen. Da gibt es dann Diskussionen, wo schiebe ich wen hin, wie funktioniert das eigentlich? Kann ich auch, so wie ich das hier mal mache, alle einfach ins Wochenende schieben? So vielleicht. Dann habe ich zwar hier noch eine Überschreitung, die nehme ich mal noch raus. So. Ja, das sozusagen, man kann relativ schnell dort Erfolge erzielen, auch weil oben angezeigt wird, wie viel erneuerbaren Strom würde ich denn zu dieser Zeit benutzen. So, welchen hatte ich? Sodass ich den gesamterneuerbaren Energienanteil schnell erhöhen kann. Das ist das Basisszenario, das Basic. Im Advanced sieht es ein bisschen wilder aus. Das heißt, wir haben dieselbe Woche mit dem erneuerbaren Energienanteil, zusätzlich in Blau den Day-Ahead-Strompreis an der Strombörse. Gut zu sehen ist, wenn wir viel Erneuerbare haben, ist der Strompreis tendenziell niedriger. Haben wir wenig Erneuerbare, ist der Strompreis teurer. Die Aufgabe ist es nun, im Advanced-Szenario die Kosten zu reduzieren durch eine Lastverschiebung. Die Lasten, die jetzt hier hinterlegt sind, sind Produktionsprozesse aus dem Siemens-Betrieb hier in Berlin. Die Flexibilität ist jetzt spielerisch vereinfacht dazugelegt. Das heißt, diese Prozesse können zu verschiedenen Zeiten starten, innerhalb dieses weißen Bereiches mit der roten Linie drin. Aber zum Beispiel kann dieser nicht am Montag starten, sondern nur zwischen Mittwoch und Freitag. Zusätzlich laufen noch Verschiebekosten auf. Das heißt, wenn der Prozess verschoben wird, fallen gegebenenfalls Kosten an, die zum Beispiel aus dem Warten der Maschine entstehen können. Es ist jetzt auch möglich, die Spitzenlast zu überschreiten. Allerdings schlägt sich das sehr deutlich dann in den Kosten nieder. Das heißt, das sollte weiterhin vermieden werden. Und genau, das ist auch eine schöne Gruppenarbeit. Das heißt, das Publikum diskutiert miteinander, wo kann jetzt welcher Prozess hin. Der eine schnappt sich den und merkt, den kann ich hier in das Wochenende schieben und er ist dort deutlich günstiger, als es zum Beispiel vorher der Fall war. Das Gleiche macht man dann mit den anderen Prozessen. So, da ergibt sich dann manchmal auch eine gewisse Spieldynamik, dass man jetzt möglichst schnell den letzten Euro dann auch noch findet. Man stellt fest, dass nicht alle Sachen linear sind, also nur nach rechts schieben hilft manchmal auch nicht. Manchmal hilft auch noch eine andere Zeit, sich mit anzuschauen. Und genau, das ist eine schöne Gruppenarbeit, wo verschiedene Sachen gelernt werden können. Das eine ist sozusagen ein netzdienliches Verhalten, dass ich die Spitzenlast nicht überschreite. Das andere ist ein marktdienliches Verhalten, dass ich versuche, mich zu möglichst günstigen Börsenstrompreisen die Prozesse zu laufen zu lassen. Das dritte sind Opportunitätskosten, also die Verschiebekosten, dass ich da auch mit drauf achten muss. Und dann habe ich eigentlich viele Randbedingungen für ein industrielles Lastmanagement spielerisch schon durch. Übliche Spielzeit, wenn eine Gruppe das macht, sind ungefähr 3 Minuten. Auch relativ unabhängig, wer gerade spielt. Das klappt üblicherweise. Wenn Sie es in 3 Minuten nicht schaffen, schaffen Sie es auch in 10 nicht. Genau. Hier kommt jetzt eine Entwicklung von uns mit zum Einsatz. Das heißt, wir können hier eine Kostenoptimierung aktivieren, wo das rechnerisch ermittelte Ergebnis dann angezeigt wird. Das ist so ein bisschen eine kleine Challenge mit den Besuchenden, ob und wie weit sie dorthin kommen. So, fürs Tetris gibt es weiterhin auch eine Erweiterung. Wenn zum Beispiel Industriestandorte dekarbonisiert werden, sind Möglichkeiten, zum Beispiel einen elektrischen Lieferverkehr mit einzuführen. Das sind dann zusätzliche Lastprofile, an denen hier geladen wird. Die kommen mit dazu. Und elektrische Prozesswärme, das kann ein Wärmepumpenaggregat sein, kann aber auch Elektrodenkessel sein. Wenn ich die dazulege, habe ich jetzt eine größere Anzahl an verschiebbaren Prozessen. Die haben jetzt auch alle Verschiebezeiträume, das heißt, ich könnte das gleiche Spiel auch nochmal machen, je nachdem, wie das Publikum so drauf ist. Oder man stellt fest, da war doch dieser Optimierungsstein und spätestens jetzt macht das dann auch Freude, den zu verwenden. Und das Ergebnis regelt sich automatisch ein
Und wir sind von den Kosten ungefähr auf dem Level, wo wir eigentlich vorher auch waren. Nur, dass wir jetzt elektrisch transportieren und Wärme erzeugen. Das Energie-Tetris verdeutlicht den Betrieb von Energiesystemen, eben mit zunehmender Komplexität von verschiebbaren Prozessen, neuen Prozessen wie der Elektromobilität oder der elektrischen Wärmeerzeugung. Im Spiel Energy Flow geht es um das Stromnetz. Das Spiel ist ausschließlich im Ensure-Projekt, im Copernicus Ensure-Projekt entstanden, wo es darum geht, das Stromnetz für die Zukunft fit zu machen. Im Spiel Energy Flow baue ich zusammen mit dem Publikum ein Energiesystem auf. Wir machen das üblicherweise im Dialog, indem ich frage, woraus besteht denn ein Energiesystem? Da kommen häufig die Antworten, das besteht aus Stromerzeugern, das besteht aus Stromnetzen, die wir hier schön interaktiv aufbauen können. Es besteht aber vor allem auch aus Verbrauchern, zum Beispiel aus Haushalten. Die verbinde ich jetzt mal mit dem Netz. So. Wir betrachten wieder eine Woche. In dieser Woche schauen wir uns den Strombedarf der Haushalte an, also das Lastprofil über eine Woche von ungefähr der Hälfte aller Haushalte in Deutschland, wo man Schwankungen sehen kann. In der Nacht zum Beispiel wird weniger Strom verbraucht als am Tag, am Abend nochmal als Lastspitze. Und dieser Strom wird im Moment von diesem Kraftwerk hergestellt und über diese Leitung transportiert. Wir sehen verschiedene Informationen, zum Beispiel hier am Kraftwerk. Wir haben eine installierte Leistung von in diesem Beispiel 17 Gigawatt. Zu diesem Zeitpunkt brauchen wir davon 13 in der blauen Zahl. In der Nacht sind es weniger. Die installierte Leistung bleibt aber natürlich gleich. Wir sehen den Ressourcenbedarf, der sich aus der installierten Kapazität ergibt. Wir sehen den CO2-Ausstoß, der aus dem Betrieb des Kraftwerkes entsteht. Bei den Haushalten ähnlich. Ressourcenbedarf haben wir hier gerade noch nicht. Wir sehen im Moment eine Leistungsnachfrage von 10 Gigawatt. Und in dieser Woche werden 910 Kilotonnen CO2 ausgestoßen. Bei dem Netz als graue Zahl die installierte Leistung in Gigawatt, als grüne Zahl die im Moment genutzte Leistung. Im Spiel Energy Flow geht es darum, die Treibhausgasemissionen aus diesem Energiesystem zu reduzieren, möglichst auf Null. Wir betrachten den Ressourcenbedarf des verbauten Energiesystems. Der ergibt sich aus der installierten Leistung und der Länge des Stromnetzes, aus der installierten Leistung der Kraftwerke. Genau. Wir betrachten auch die Zuverlässigkeit. Das heißt, wir brauchen immer mindestens so viel Energieangebot, wie wir auch als Nachfrage haben. Wir dürfen keinerlei Netzengpässe haben, ansonsten sinkt die Zuverlässigkeit. Wir werten aus, wie viel Elektrizität in diesem Szenario benötigt wird und wie viele fossile Energie benötigt wird. Fossile Energie wird zum Beispiel eingesetzt zum Heizen, für den Verkehr der Haushalte, aber auch fürs Kraftwerk. Und jetzt bauen wir mal noch eine Industrie dazu. Für die Industrie, die zum Beispiel daraus Prozesswärme herstellt. Gut. In diesem Moment haben wir einen Verbrauch, der höher ist als die Erzeugung. Das heißt, wir kriegen verschiedene Warnungen angezeigt, diese Ausrufezeichen oben. Und das bedeutet, wir haben zu wenig Strom, zu wenig Kapazität. Das lässt sich durch Drehen an den Objekten regeln. Dann tauchen neue Warnungen auf. Das bedeutet jetzt, dass diese Leitung den erzeugten Strom nicht zu beiden Verbrauchern bringen kann. Das heißt, hier sind im Moment Haushalte und Industrie an einer Leitung. Das reicht nicht und über Touchfunktion auf das Plus kann man diese Leitung ausbauen. Der Ressourcenbedarf steigt dadurch. Die Zuverlässigkeit ist wiederhergestellt. Werte zwischen 80 und 100 sind zulässig, wobei nahe 100 eben ein sehr sicheres System darstellt. Wir haben jetzt Treibhausgasemissionen von ungefähr 5.058 Kilotonnen in dieser Woche. Die ergeben sich aus dem Kraftwerksbetrieb ungefähr 2.100 Tonnen und den Haushalten 900 Kilotonnen und der Industrie 1.900 Kilotonnen. Die Aufgabe ist es jetzt, diese Emissionen zu reduzieren. Da frage ich dann gerne das Publikum, wie soll das dann funktionieren können? Wie stellen Sie sich die Energiewende vor? Antworten sind mit erneuerbaren Energien.
Welche zum Beispiel, Photovoltaik, kann als weiteres Element auf den Tisch gelegt werden, mit dem Netz verbunden werden und über Drehen kann die Kapazität dieser Erzeugung erhöht werden oder eingestellt werden. Wir sehen, der Treibhausgasausstoß wird reduziert, der Ressourcenbedarf steigt durch die hohe installierte Leistung. Weiterhin sehen wir, dass das Kraftwerk jetzt tagsüber nur noch wenig zu tun hat, bis gar nichts, weil der Strom dann aus der Photovoltaikanlage kommt. Genau, dafür brauchen wir stärkere Netzleitungen hier in dem Spiel, auch in der Realität, sodass das System wieder stabil ist. Wir sehen, dass wir von den 5000 Kilotonnen auf ungefähr 4200 hier runtergekommen sind in dem Beispiel. Weitere erneuerbare Energienanlagen können zum Beispiel die Windkraft sein. Wird gern so ein bisschen angedeutet, gibt es hier so ein paar Wellen, gern hier oben platziert und mit dem Netz verbunden. So. Auch hier durch Drehen kann die Kapazität erhöht werden, woraus auch eine Zunahme der erzeugten Energie folgt. So, das mal. Hier wird auch eine größere Leitung benötigt. So. Jetzt haben wir eine Situation nachgebaut, wie man sie so ungefähr auch in der Realität gerade antreffen kann. Das heißt, wir sehen, dass wir zeitweise mehr Erzeugung haben, als es Verbrauch gibt in diesem Energieszenario, insbesondere zur Mittagszeit. Man kann das auch schön visualisieren, indem man den Zeitstrahl einmal durchlaufen lässt und dann sehen kann, zu welcher Zeit in der Woche produziert welche Erzeugungseinheit wie viel Strom. Wir sehen die Änderung der Leitungsflüsse. Genau, also das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure auf einem Bildschirm interaktiv dargestellt, das sorgt regelmäßig für gute Laune. Gut, das war eine Woche. Treibhausgasemissionen, wie gesagt, wir sind bei 5000 gestartet, Kilotonnen, jetzt sind wir bei 3400, da fehlt noch was. Das heißt, nur mit Ausbau von erneuerbaren Energien, da merkt man irgendwann, da kann man noch so viel drehen, das sinkt immer langsamer. Die Überschüsse steigen weiter, Treibhausgasemissionen sinken nicht mehr so deutlich wie am Anfang. Weitere Lösungen können dann sein, ja, wir können ja auch noch Biomasse dazu bauen oder Laufwasser. Auch da stellt man dann fest, ja, gute Sache, aber beim Laufwasser zum Beispiel kann nicht ausgebaut werden, weil es einfach nicht genügend natürliche Ressourcen mehr dafür gibt. Biomasse ähnlich, kann auch zur Stromerzeugung dienen, aber auch hier ist der Ausbau nicht möglich, weil nicht mehr davon zur Verfügung steht. Jetzt haben wir aber deutlich zu viel Strom, die Emissionen sinken kaum noch mit mehr erneuerbaren Energien, wir brauchen also was anderes. Was könnte das sein? Häufig wird dann noch das Thema Wasserstoff genannt. Das können wir sehr wohl auch nachbauen, das heißt einen Elektrolyseur bauen. Auch da kann dann die Frage diskutiert werden, wo kommt der denn am besten hin? Nahe der Industrie, wo er gebraucht wird, nahe dem Haushalten, nahe der Erzeugung. Kann alles spielerisch erprobt werden. Ich baue den jetzt hier einfach mal hier hin. Zusätzliches Feld taucht auf, die Wasserstoffbilanz. Im Moment brauche ich 0 und erzeuge 0. Und wenn ich hier eine installierte Kapazität hinterlege, so zum Beispiel, dann stelle ich 1 Terawattstunde Wasserstoff in dieser Woche her und exportiere diese, also mit Pfeil nach draußen. CO2-mäßig bringt das jetzt allein noch nichts, außer vielleicht, dass ich mehr CO2 habe, weil das Kraftwerk jetzt wieder mehr arbeitet, um den Strom herzustellen. Das heißt, wir müssen überlegen, wofür kann er denn verwendet werden. Und eine hinterlegte Option, zum Beispiel der Wasserstoff in der Industrie, zum Beispiel in der chemischen Industrie, wo auch über diesen Slider-Effekt eingestellt werden kann, naja, wie viel Wasserstoff setze ich denn da ein? Entsprechend spare ich fossile Energie, entsprechend sinken meine Treibhausgasemissionen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Elektromobilität. Ja, hier wird sozusagen der Einsatz von Diesel zugunsten von elektrischer Energie umgesetzt. Und wenn wir das tun, braucht die Industrie jetzt mehr Strom. Das heißt, dieser Strom muss transportiert werden. Wir brauchen also mehr Netzkapazitäten dahinter, um diesen Strom auch dorthin zu bringen. So, das ist einmal wieder stabil.
Ja, jetzt merkt man schon, brauchen wir eine ganze Menge Strom. Power to Heat ist die elektrische Prozesswärme. Auch hier kann ausgewählt werden, wie viel darf es dann sein. Und wenn man da höhere Ausbaugrade anwählt, merkt man, dass die Treibhausgasemissionen auch hier deutlich sinken. Wiederum brauchen wir höhere Netzkapazitäten, um den Strom, den wir vorher ja zu Genüge hatten, jetzt auch zum Nutzer zu bringen. Genau, so. Jetzt gibt es sogar teilweise wieder die Warnung, dass der Strom zu Zeiten gar nicht ausreicht. Das heißt, obwohl wir relativ kräftig an Wind- und Photovoltaik installiert haben, fehlt uns zu einigen Zeiten Strom im System. Eine Möglichkeit ist es jetzt, das Kraftwerk größer zu bauen. Ich nehme das mal zurück. Eine andere kann auch sein, den Stromaustausch mit Nachbarländern erstmal ins Spiel mit einzubringen. So. Der Stromaustausch mit den Nachbarländern hilft mir in diesem Spiel vereinfacht, mir Strom zu bringen, wenn ich ihn benötige, und Strom zu exportieren, wenn ich davon mehr habe, als ich in dem Moment brauche. Genau, das macht natürlich dann am meisten Sinn, wenn das Energiesystem vom Nachbarland anders aufgebaut ist, zum Beispiel mit mehr Wasserkraft in den nordischen und südlichen Ländern. Genau. Eine andere Option, auch hier kann man die Kapazität einstellen, ich nehme die mal wieder runter. Eine andere Option ist das Thema Flexibilität, das heißt das, was wir gerade im Energie-Tetris gesehen haben, umzusetzen. Und wenn ich der Industrie mehr Flexibilität unterstelle, verschwinden die Engpässe, die Unterversorgungsengpässe. Und wir können auch sehen im Detail, dass sich die Nachfrage, die Stromnachfrage dem Angebot der erneuerbaren Energien anpasst. Das heißt, unsere Überschüsse werden auch ohne Im- und Export kleiner und unsere Unterdeckungen verschwinden auch. Aber wir brauchen jetzt zum Beispiel wieder mehr Netzkapazitäten, um den Strom zu diesem Zeitpunkt dann auch zu beziehen. Weiterhin möglich ist die Installation einer Batterie. Die lege ich jetzt mal zwischen Photovoltaik und Haushalt. So. Die Batterie macht Folgendes: Sie lädt auf, soweit erneuerbare Überschüsse da sind, und sie entlädt, sobald diese Überschüsse nicht mehr da sind. Genau. Alle diese Komponenten verursachen einen gewissen Ressourcenbedarf, der sozusagen über die Spieldauer, oder nicht mit der Spieldauer, sondern desto weiter ich die Treibhausgasemissionen runterbringen will, desto höher ist typischerweise mein Ressourcenbedarf. Und genau da setzt das Ensure-Projekt an, Technologien zu entwickeln, dass eben nicht immer nur mehr Material verbaut werden muss, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Zum Abschluss gehe ich noch in die Haushalte. Auch hier ist es möglich, im Spiel die Wärmeversorgung durch Wärmepumpen zu betreiben, anstelle von Gas- oder Ölheizungen. Aber da sehe ich auch, okay, wenn ich das flächendeckend mache, muss ich mir den Netzanschluss anschauen. Die Kapazitäten, die vorher gereicht haben, reichen eventuell dafür nicht mehr. Dasselbe bei der Elektromobilität, ein weiterer sehr großer Hebel, die Emissionen dann auch im Haushalt nahe Null zu bringen. So. Treibhausgasemissionen insgesamt sinken auch. Thema Effizienz, absolut wichtig. Den Strom, den ich gar nicht erst brauche, brauche ich weder transportieren noch erzeugen noch speichern. Das Gleiche auch bei der Industrie. Ja. Treibhausgasemissionen sind jetzt auf lediglich 590 Kilotonnen, das heißt von 5000 kommen, haben wir ungefähr 90% reduziert. Die letzten verbleibenden Emissionen stecken, glaube ich, hier im Kraftwerk. Theoretisch ist es auch hier möglich, Wasserstoff einzusetzen, das heißt den fossilen Brennstoffbedarf weiter zu reduzieren, die Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren. Kommt dann natürlich die Frage auf, reicht denn jetzt noch mein Wasserstoff? Im Moment brauchen wir 3 Terawattstunden, erzeugen eine, importieren 2. Das heißt, hier könnte man mehr installieren, muss aber gleichzeitig aufpassen, dass ich nicht den Wasserstoff dann im Kraftwerk wieder einsetze, um Strom zu erzeugen, um wieder Wasserstoff zu erzeugen. Das wäre dann eine Verlustkette. Das heißt, wenn wir wieder mehr Strom im System brauchen, na, so groß muss es gar nicht sein, kann ich wieder mehr erneuerbare Energien installieren und nutzen, um den Kraftwerksbetrieb wieder noch ein Stück weiter zu reduzieren. Auch hier dann wieder nötig,
den Netzausbau zu forcieren. Das heißt, dass diese größeren Kapazitäten auch die Energie liefern können. Genau. So, dann gibt es ja noch eine Flexibilitätsoption für den Elektrolyseur. Nachdem, wie weit man das auswählt, produziert er hauptsächlich dann, wenn viele erneuerbare Energien da sind. Und jetzt schaue ich mal grob ins System. CO2 nahe Null. Der Ressourcenbedarf deutlich höher als zuvor. Das System ist aber zuverlässig. Wir brauchen jetzt 10 Terawattstunden elektrische Energie, 4 Terawattstunden Wasserstoff. Wobei, da muss ich mal gucken, nicht, dass ich den zu groß gebaut habe. Genau, wenn ich ihn kleiner baue, brauche ich weniger Strom aus dem Wasserstoffkraftwerk und importiere unterm Strich sogar weniger. So, ja, also so brauchen wir noch 1,8 Terawattstunden, importieren 1,4 und erzeugen 0,3 selber. Genau, fossile Energie auch nahe Null. Das heißt, das wäre einmal das Spiel Energy Flow vorgestellt, wie ein Energiesystem aufgebaut wird, wie es zusammenhängt, insbesondere über den zeitlichen Ablauf und wie Emissionen reduziert werden können. Genau. Das Schöne an dem Spiel ist, dass jede Besuchergruppe ihr eigenes Szenario selbst aufbauen kann. Das Spannende für mich ist immer, welche Diskussionen dabei auftreten. Das heißt, jeder bringt seine eigenen Interessen mit, entweder aus dem Beruf oder aus anderen Gegebenheiten. Und wenn das hier zusammenkommt, gerade in der Gruppe, sind das immer sehr schöne Diskussionen. Jedes Spiel ist einzigartig, jede Diskussion ist einzigartig. Das Publikum freut sich daraus, dass es miteinander lernen kann, von sich selber lernen kann und das Ganze eben auch weiterhin ein Spiel bleibt. Das heißt, der Spaß kommt dann nicht zu kurz. Von der technischen Perspektive her ist natürlich die Anzahl der Datenpunkte sehr interessant. Das heißt, wir haben eine ganze Woche in Viertelstundenauflösung. Wir haben, wenn wir alle Objekte drauflegen, ungefähr 20 Objekte im Einsatz, die alle miteinander interagieren, die durch Rotation andere Funktionen annehmen kann, wie wir hier die Leistung ausbauen. Wir können zusätzliche Elemente eben durch die Anwahl von Touch-Objekten mit dazu bauen. Das heißt, man kriegt hier eine außergewöhnlich hohe Komplexität in das Spiel rein. Das Spiel kann auch in verschiedenen Komplexitätsstufen gespielt werden. Das ist jetzt schon relativ hohe. Mit weniger Zeit nimmt man weniger Objekte. Das Spiel funktioniert trotzdem. Dann wäre ich für heute durch. Wobei, eins habe ich noch. Wir können zu guter Letzt noch die Jahreszeiten umschalten. Das heißt, wenn das System in diesem Zustand alles funktioniert, die Gäste zufrieden sind und stolz auf ihren Aufbau sind, dann kann man auch nochmal die Jahreszeit auflegen und zum Beispiel eine Winterwoche spielen, wo es dann nicht mehr ganz so einfach ist, weil weniger Photovoltaikstrom zur Verfügung steht, gleichzeitig eine höhere Wärmenachfrage. Das heißt, spätestens hier kommt dann die Windenergie voll zum Einsatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie bald hier begrüßen zu können.